Hi guys, this is the next round of my ATCs from a day 2022. I already showed the first set, 3 by 3, so I always do this 3 as a series, and 9 had been shown already, so this will be the other 3 sets of 3. So what I do here as a basic, it's heavy watercolor paper, and I glue with a very liquid varnish this napkin on, and I will use it as a background, just like that, because I was after the text in the background, and that you can see that a bit through all my paint I put on. And I use some cutouts, I think, from that butterflies you just saw. I cut out with my dies, and I will use this as a stencil. That's Crackle paste actually. Put them on all 3. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch den zweiten Teil meiner ATCs, täglichen ATCs zeigen aus Juni 2022, und das sind auch wieder 9. Ich mache ja immer so 3 und dann zeige ich 9 Stück. Das ist einfach von der Zeit her ganz angenehm. Und hier bei dem habe ich eben im Hintergrund die Napkins hier, die Servietten draufgeklebt mit einem sehr flüssigen Varnish, und hatte ja beim letzten Mal schon diese Schmetterlinge ausgestanzt und habe diese die Überbleibsel als Schablone benutzt. Und das ist Crackleierpaste. Und habe jetzt, nachdem alles trocken war, so einen Hauch, ja, es ist im Prinzip ein Gesso Wash drüber gepackt, und benutze hier schwarzes Gesso, einfach um die Risse ein bisschen besser hervorzuheben. Dafür habe ich etwas Wasser auf die Schmetterlingsform gegeben und packe dann das Gesso drauf und wische es dann einfach runter. Also reibe das noch schön kräftig in die Risse und putze es dann runter. So, hier packe ich wieder ein bisschen Varnish drauf auf meine Schmetterlinge, einfach um sie dann zu schützen. Ich wollte da jetzt nicht mehr so viel Farbe drauf packen, einfach in weiß lassen. You know, I put some, when the Crackle paste was dry, I put some thin layer of watered down gesso on top, just to get a bit of toothback, and I use black gesso actually to emphasize the crackles on my butterflies here. I use some water first on top and then put some gesso on it, and then I work it into the crackles, and you can see that you have all the black left in the crackles, and they are much cleaner again after I washed everything off. That works quite good with black gesso actually. So after it dried, I put the varnish on top again on my butterflies, just to protect them, that I can wash them off just in case there is more of the other color. Now, I didn't want to have paint on them anymore, so that's why I protected them. Use here acrylic acrylic inks. That I have different inks, various inks from Dale & Brony, from Liquitex, from Talents, from I don't know, from also, you get them nowadays from everywhere, so, and they're mostly good. I can't really tell you what's my favorite one. They're all good. So I'm using here a really nice combination, the red with the turquoise. And what I wanted to do is a tiny bit of texture over my butterflies in a line, and use a leftover here that was just a try. I was sewing something, and I wanted to find out if this really thick paper is suitable for sewing, but it was. So that was left, and I will use that to put on top of my ATCs here.
Ich habe die für die Farbe im Hintergrund jetzt hier Acrylic Inks genommen und verschiedene Firmen. Ich habe, wie ich eben schon gesagt habe, Daylon Roney, ja, ich habe vom Talents hier Amsterdam, ich habe Liquitex, allen möglichen. Die gibt es jetzt mittlerweile von allen möglichen Firmen. Schminke hat jetzt auch welche und also die sind im Prinzip alle gut. Ich kann jetzt nicht sagen, welche ich besser finde oder so. Die machen alle ihren Job. Also da könnte ich jetzt nicht sagen, die oder jene sind besser. Die haben alle gute Pigmentierungen. Ja, kommt natürlich auch darauf an, ob sie jetzt ob sie jetzt ein bisschen mehr durchlässig sind oder ein bisschen mehr deckend. Die haben ja ihre verschiedenen Eigenschaften, aber letztendlich sind sie alle gut. Ich habe dann hier noch ein bisschen Textur haben wollen über meine ATCs und habe so ein Restpapier von diesem handgeschöpften Papier gehabt. Das war so ein Versuch, kann ich das nähen, weil es ist doch sehr, sehr dick und ich war mir jetzt nicht sicher, ob ich mit der normalen Nadel da durchkomme. Hat aber funktioniert und das hatte ich jetzt über. Das benutze ich jetzt hier als kleines, ja, Embellishment sozusagen und ein bisschen die Ränder eines Teebeutels hier. Und habt ihr gesehen, habe ich noch so kleine Schmetterlinge eingefärbt. Erst mit Gesso drüber und dann mit Farbe. Das ist so ein ganz dunkles Türkis. Das kommt noch drüber und ein paar Wörter, die ich mit meiner Schreibmaschine schreibe. Und dann bin ich damit auch schon fertig. Natürlich werden die Ränder auch hier wieder geschwärzt, ganz klar. Aber ja, das war's dann. Und dann werdet ihr auch schon den nächsten Satz sehen. Also ich packe jetzt hier noch genau ganz leicht auch mit meinen Fingern ein bisschen weißes Gesso drüber, weil das sind auch ausgeschnittene mit einer Stanze. Die haben so eine Pressung drauf. Das fand ich ganz schön und das wollte ich rausarbeiten. I tacked or yeah, I put everything on with my attacher here, and you saw me colorizing these little butterflies. I have them cut out and they have these raised areas. So after I put the dark turquoise on top, I used just a hint of gesso on my finger and went over the top just to work these dots out. What I do here is I make 3 words with my typewriter and it will be related to the butterflies, the delicate way a butterfly is. This word first of all was handled with care, but that was too long, so I'm not using that one. But the other ones is flimsy and fragile, and then I think the last one I decided to use delicate, I think, yeah. So it's far too long, it didn't really fit. I wanted it to be one word. So I'm trying and finding the right position here, and then I decide to just type out another word. Ich habe dann hier ein paar Wörter mit meiner Schreibmaschine geschrieben und das sollte eigentlich ein Wort sein eben und auch diese Empfindlichkeit der Schmetterlinge beschreiben, und so eben fragil, empfindlich, zerbrechlich und solche Sachen. Und jetzt hatte ich am ersten Handle with Care, also vorsichtig behandeln. Das war mir aber zu lang und habe dann mich für Delicate noch entschieden als drittes Wort. Empfindlich auch wieder im Prinzip letztendlich. Und werde das jetzt auf dieses Embellishment draufpacken. Und dann, wie gesagt, bis auf die Umrandung habe ich es dann soweit fertig. Put everything together now and I will darken the edges, go around with a black marker, I think, but that's it then. And I will show you the close-up after every set, as I did before. And at the end of the video, you will see all the photos. So, das sind jetzt hier die Umrandungen und das Close-up kommt, das zeige ich euch nach jedem Set.
Und am Ende des Videos werdet ihr dann noch Fotos jeweils sehen von allen Karten. Und das ist hier dieses Flimsy. Flimsy ist halt auch, das ist im Prinzip alles so ähnlich wie, ja, schwierig zu sagen, Flimsy, das ist so dünn und ja, fragil, das Wort kennen wir im Deutschen ja auch. Und delicate heißt halt empfindlich auch im Englischen. So, das war's. Und als nächstes habe ich mich entschieden zu nähen. Und zwar benutze ich hier auch mein handgeschöpftes Papier wieder. Das ist ganz, 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 ganz schwer und sehr schwierig zu falzen und zu reißen, aber es geht schon. Was ich wollte, sind so Rechtecke aus den Papieren und werde dann ein Geschenkband nehmen. Das war um ein Geschenk, eins meiner Geburtstagsgeschenke im April. Und ich fand dieses Apfelgrün so wunderschön. Ich sage, das muss ich irgendwie verwenden. Da könnt ihr das schon sehen. Und das nähe ich jetzt auf die, beziehungsweise das wird dann unter das Papier sein. Ich werde das dann umdrehen und werde noch lila benutzen, was ich in Verbindung mit grün immer super, super schön finde. Apfelgrün und lila oder dieses Flieder, jetzt nicht extrem dunkles, passt aber auch. Aber werdet ihr dann sehen. So, for my next set, I decided to do some sewing. And I use this squares, that's rectangle squares, that's handmade paper, very, very heavy and thick and difficult to cut, but yeah. And I have this, as you could see, this apple green ribbon that was bound around, or that was wrapped. One of my birthday presents were wrapped into it. And I like this apple green so much and wanted to use it here in my ATCs. And I really love apple green with violet, or violet, call it violet. And the combination is really nice. That's why I make some new ATCs here, go over the very textured, very, very textured paper. So that's what you can see when I go over with a roll here with white gesso. It works out the texture so much better. Ich habe dann hier die, das war glaube ich, was war das? Golden Liquid Fluid, oh ja. Das ist das Golden High Flow, exakt. Und habe das relativ verdünnt draufgepackt und dann bin ich, wie ihr gesehen habt, noch mit der Rolle und weißem Gesso drüber gegangen, weil dieses Papier ist extrem textured, hat eine Textur, eine, wie sagt man das? Ja, ihr wisst, was ich meine. Und das kann man dann so schön rausarbeiten. Habe das trocknen lassen, dann ein paar Splatter drauf, ein paar Tropfen drauf und wollte dann meine genähten Quadrate oder Rechtecke da drauf packen. Aber ich habe gedacht, da fehlt noch ein Kontrast. Dann habe ich hier diese schwarze Mini-Wellpappe, diese feine Wellpappe. Das war eine Verpackung, glaube ich, vom Parfum. Und habe die hier in die Mitte draufgepackt und jetzt kommt mein Rechteck darüber. You know, I saw this squares here, rectangle squares, and wanted to put them onto this violet background, but I thought there was a contrast missing. So used this corrugated cardboard that was from a box, a perfume box, inlay of a perfume box, I think, yeah. So, and I think that looks so much nicer with this contrast. I, of course, didn't want the threads to, hang around there and move. So I use my acrylic varnish here and glue them on. So, and I will cut most of it off around the edges. So I didn't want to have it movable and flying around. Didn't like that. So just wanted to have, I was after this geometric shape actually, you know. Und habe dann hier die Fäden
habe ich festgeklebt, weil ich wollte es nicht so rumfliegen haben. Das wollte ich nicht, das gefiel mir nicht. Also habe ich das mit dem flüssigen Acrylvarnish schön angeklebt. Eben, wie ich schon sagte, ich war mehr hinter den geometrischen Formen her und habe mich dann jetzt erinnert, ich wollte natürlich einen Fokus haben. Erst wollte ich was zeichnen, so eine Kleinigkeit. Dann hatte ich ja diese Form, Seestern und so weiter, aber das gefiel mir auch nicht. Und dann habe ich mich erinnert, ich habe diese ja, Veneers nennt man die, Holzfiguren, was auch immer man die nennt hier in Deutsch, ähm, in der gleichen Farbe wie der Hintergrund. Da habe ich gedacht, das ist ja perfekt. Und das ist schon das zweite Set. You know, I wanted to have a focal point, tried a few things, wanted to stamp something or draw something, no, couldn't decide, and then I had this sea star and stuff like that, but didn't like it. And then I remembered I had this wood veneers and these colorful ones, and they were perfect. The color matched the background colors perfectly, so that's what I used. So same background as the first set you saw. Put a nice layer of gesso down first to get some tooth back, and use the very rough modeling paste here. It's very rough and with scent and whatever it's in there, and use 3 different stencils to get that rough modeling paste on my ATCs. Ich habe jetzt hier, das ist die dritte Serie, wieder den gleichen Hintergrund genommen wie bei der ersten und Schicht Gesso drauf, einfach um ein bisschen wieder ein bisschen Griff zurückzukriegen auf das Papier, und benutze jetzt hier dieses sehr raue diese sehr raue Modellierpaste mit 3 verschiedenen Schablonen für meine ATCs, und das muss natürlich jetzt erstmal trocknen. Das dauert ein Weilchen, das dauert nicht so lange, das trocknet schon relativ gut, aber ja, muss halt trocknen. Im Moment ist es ja so heiß, das trocknet ja 0, nix. So, was ich jetzt mache, ist bisschen Wasser drauf, und dann use ich natürlich meine fluoreszierenden High Flows hier von Golden, und zwar das Pink und das Orange, werdet ihr gleich noch sehen, und ja, die liebe ich einfach. Und dann mit der Textur ist natürlich total schön, kommt aber gleich noch Schwarz dazu als Kontrast, was natürlich immer mit den fluoreszierenden Farben super schön passt. I use my Florence's colors here from Golden, the high flows, the pink, and next one will be the orange here, and that needs to dry. It took quite a long time because the ATC now was completely saturated with water, and but after it dried, I used some black. What I wanted, actually, I wanted to have the surface, the texture of that stencil parts, covered a bit in black. Used here the brayer, but that really didn't pick up because the brayer is very stiff, and so that didn't work. I remember I have a very soft roll, a brayer with this foamy roll. That's what I use. That works. Of course it works, but of course you get a tiny bit of black into the entire background. But yeah, that's okay. I can live with that. Ich wollte jetzt hier das Schwarz noch ein bisschen, wie gesagt, als Kontrast haben. Das hat mit diesem mit der harten Rolle überhaupt nicht funktioniert, und habe dann gedacht, ich habe ja noch diese Schaumstoffrolle, probierst du mal, funktioniert. Natürlich habe ich dann auch in dem Hintergrund ein bisschen schwarz, das hat mich jetzt aber nicht sonderlich gestört, das fand ich ganz okay. Was ich jetzt noch mache ist, ich stanze noch ein paar Formen aus, die im Prinzip aussehen wie die Formen auf meinen ATCs, klebe noch ein paar drauf als Kontrastpunkte, und das war es dann eigentlich schon. Wie gesagt, hier die Chicken Wire oder wie sagen, Kükendraht nennen wir das ja, und dann eben die Punkte für rechts und für links, dieses Diamanten
shaping form. You know, I'm just picking up some of my dies here to get some shapes for the cards, and I will put some of them on top of it just to have some, yeah, accents, just some, yeah, something nice, another contrast. But was a bit too boring. Then I thought it needs a little dot of something, and the little dot of something was pink. You will see that. Ich fand das jetzt so ein kleines bisschen langweilig. Die habe ich jetzt so verteilt, klar. Aber so allein fand ich die doch etwas langweilig und habe mich dann entschieden, da auch noch so pinke Punkte drauf zu machen. Nehme ich mir dann einen Pinsel, ganz dünnen Pinsel, und picke dann die pinke Farbe auf, um dann die Punkte drauf zu kriegen, und auf den anderen, nee, Punkte mache ich nur auf die rechte, und dann in der Mitte und links kommen Striche drauf. Genau so war es, weil Punkte haben, ja, passt nicht zur Form. Genau, ich habe mich da der Form angepasst. You know, I'm putting some pink dots on the right and in the middle, and on the left there will be some pink lines. Just going with the shapes of my die cuts here, so you can see. And that's, I think, that's the last bit what was needed. Started here with dots, but it didn't work, so doing some lines as I did here. So, and of course some edging with a black thingy marker, and of course some words. Of course I need some words, and it will be a German one. And I do this 3-part thing again. I cut one word up in 3 parts, and it's easy in German because the English words are always far too short. So I'm using a long German word. It calls Farbexplosion, and cut it up in 3 parts and glue it onto my ATCs. And it means color explosion of the colors. Color explosion. So, one word. Farbexplosion. So, ihr habt das ja jetzt gesehen. Ich habe wieder diese, ja, das habe ich ja schon gemacht im vorherigen, mit dem, was war das noch? Metamorphose, genau. Habe dann hier auch wieder ein Wort auseinandergeschnitten und jeweils eine Silbe auf das ATC geklebt. Und das war's. Genau, schwarze Kante noch. Dann seht ihr von dem hier das Close-Up, und dann kommen die ganzen Fotos. So, that will be the edging here with a black ink pen, and then you will see the close-up of this one and all the pictures of all of them. So, guys, I already say thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. So that means Farb, explode, and then the, yeah, explosion. So yeah, I would like to see you again next week with my next project. And until then, I wish you a fantastic time. Yeah, stay healthy, all, be good. Still be careful, and never forget to be creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mal den Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Passt weiterhin bitte gut auf euch auf. Bleibt alle gesund. Und denkt immer daran, das Allerwichtigste im Leben ist, kreativ zu bleiben. Also macht's gut, bis dann. Tschüssi.